Jeder fängt irgendwann mit einer Pistolenarmbrust an. Es fängt mit einer an und hört wahrscheinlich mit 1000 auf, gefühlt. Aber welche ist dann die Lieblingsarmbrust? Welche davon ist euer Liebling, Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon ab und zu gestellt habe. Welches von diesen allen ist meine Lieblingsarmbrust? Das werde ich euch in diesem Video auf jeden Fall beantworten, und zu jeder dieser Armbrüste werde ich euch auch eine Geschichte dazu erzählen, wieso, weshalb, warum. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir hier mal ein anderes T-Shirt angezogen, weil ich unter den Aufnahmen gemerkt habe, dass es einfach kontraproduktiv ist, ein schwarzes T-Shirt anzuhaben und schwarze Pistolenarmbrüste zu zeigen. Da sind eventuell Details oder sowas nicht für euch ersichtlich, und deswegen habe ich anderes T-Shirt angezogen. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit diesem schönen Teil hier an. Das ist die AR6 von Steambow. Das ist meine allererste Pistolenarmbrust, die ich jemals besaß und auch immer noch besitze. Das alte, gute Stück läuft auch immer noch wie am ersten Tag. Also finde ich klasse, das Ding. Ja, als ich zu diesem Thema kam, Pistolenarmbrüste und wie, wo, was, jeder hat mal angefangen, jeder wusste von gar nichts Bescheid, ja, wusste nur, von was es gibt. Habe ich mich lange beraten lassen von verschiedenen Leuten, die verschiedene Pistolenarmbrüste haben und. Ja, ich habe mir das Teil gekauft, gebraucht, original aber, ja, nicht so wie sie hier ist. Damals war sie schwarz und jeder kennt sie, wie sie original aussieht, mit allem drum und dran. Ich bin ein Typ, der kauft gerne die Basic-Teile, ja, und optimiert sie nach persönlichem Geschmack, persönlichem Setup und. Und so habe ich dann mein perfektes Setup für mich gebaut. Somit muss ich nämlich keine Kompromisse eingehen. Wenn ich schon ein getuntes Teil habe, dann, ich kenne mich selber, dann will ich das noch ändern, das. Und dann, ja, schade um denjenigen, der das Teil getunt hat und ich das nachher dann wieder umbaue auf mein Setup. Somit habe ich mir die Basic-Variante oder das Basisteil gekauft und habe es für mich dann optimiert, damit ich ganz einfach keine Kompromisse eingehen muss. So mache ich das auch bei allen anderen auch. Was soll ich sagen? Was habe ich gemacht? Den Paintjob, der ist ja nicht zu übersehen bei diesem Teil. Jeder kennt sie mittlerweile, auch den Paintjob. Ich habe dann den Klappschaft dran gemacht. Den Stock von Farbdefense. Farbdefense sagt euch mit Sicherheit auch was. Sehr gutes Zeug, was die haben. Damals gab es noch nicht den Deckel mit Picatinny drauf. Den habe ich mir dann selbst gemacht. So fing das Ganze auch an. Ich habe die Rändelmutter hier drauf gemacht. Dann habe ich angefangen, den Speedtrigger zu kreieren, den es auch in 4 verschiedene Varianten gibt. Ich hoffe, man sieht ihn, man erkennt ihn. Wie gesagt, das gibt es in 4 verschiedene Varianten für die komplette Stinger-Serie. Jo, genau. Habe einen anderen Griff hier dran gemacht. Wie gesagt, das ist mein ältestes Baby und jo, die läuft immer noch sehr gut. Ich habe mir hier auch einen Laser dran gebaut. Wie gesagt, das ist in meinem Land erlaubt, in dem ich mich aufhalte. Von dem her ist es auch kein Problem, das zu zeigen. Jo, genau. Das ist meine AR6. Irgendwann reicht einem eine Pistolenarmbrust nicht aus, weil es viele verschiedene andere auch gibt. Und
Bevor ich das Teil hier gekauft habe, hatte ich eine Redback von Horizon. Ist mit Sicherheit auch jedem bekannt, gibt es mit Magazin sogar. Und auch ohne. Ich hatte die ohne und leider habe ich sie verkauft. Das bereue ich auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ist sie in guten Händen. Deswegen macht es mir weniger aus. Auf jeden Fall ein geiles Teil, leider in Vergessenheit geraten. Man hört eigentlich fast nichts mehr von dem Ding, aber ist immer noch ein sehr cooles Ding. Jo. Dann wollte ich eine Einzelschussarmbrust und somit bin ich dann hier auf die Alligator 2 gekommen. Das hier ist momentan nicht die Alligator 2, weil ich habe sie mir hier jetzt nochmal gekauft und hier gibt es keine Alligator 2. Hier heißt das Teil M-Tech USA, ist aber komplett identisch und baugleich mit der Alligator 2. Ich habe mir aber auch noch andere Dinger gekauft, billigere und einfach zum Basteln, ja. Die ist also wie gesagt komplett original, ja, da ist nichts dran geändert, aber trotzdem wird das mein Bastelobjekt, wie es immer ist, weil es ganz einfach günstig ist, ja, und sehr solide ist. Das würde ich auch jedem Anfänger sozusagen eigentlich echt empfehlen, wo einfach mal probieren will, ja. Das Ding gibt es für 60 Euro, 70 Euro ungefähr. Ist sehr solide und hat genug Dampf und ja, eigentlich von Grund auf nicht schlecht für den Anfang. Ja, aber mir hat es natürlich nicht gereicht. Ich muss natürlich dran rumfroschen und gucken, was ich für mich da am besten machen kann. Und ja, so entstand aber auch dann die Black Mamba. So entstand dann dieses Teil. Also wenn man so jetzt die Unterschiede anguckt, Original und Black Mamba, ist es doch ein riesen Fortschritt. Also das ist die originale Alligator 2, M-Tech und weißt du Kuckuck, wie viele Namen die hat. Und das ist dann die Black Mamba geworden. Mir haben viele Dinge gestört. Ich habe hier natürlich auch einen Speed-Trigger entworfen. Ich habe hier eine geneigte Picatinny entworfen. Ich habe hier das Extension Kit hier komplett entworfen, ja, damit ich hier ganz einfach, ich habe bis hier vorne und bis nach hinten komplett Picatinny Rail und dann auch seitlich, weil hier ist es auch seitlich machbar. Genau, und dann dachte ich, okay, ich mache den Tuningbogen drauf, gibt es allerdings auch ein Video, wie der gemacht wird, falls das noch keiner gesehen hat. Und ja, habe den Tuningbogen drauf und dann ist mir aufgefallen, okay, bei der originalen Alligator 2 ist dann einfach hier hinten der Hebel, der Stock, die Schulterstütze zum Spannen, der Spannhebel. Ist einfach zu weich und geht mir einfach kaputt, ja, mit so einem starken Bogen. Also wie gesagt, original ist 80 Pfund und hier habe ich jetzt 140, 150 Pfund. Ja, und somit habe ich dann überlegt und dachte mir, okay, die Stinger ist schon sehr stabil. Ich probiere mal den Stock von der Stinger hier dran zu bauen. Nach, was waren es, 4, 5 Versuche, also 5 dieser einzelnen Hinterteile habe ich mir besorgt. Also nach der Zeit dann, weil es mir immer kaputt gegangen ist, beziehungsweise ich falsch geschliffen oder falsch gesägt oder geschnitten habe, weil es nicht 1:1 zusammenpasst. Wie gesagt, nach 5 Stück hatte ich dann irgendwann der erste Typ und der hat dann richtig gepasst. Das ist einfach, wenn man da mal einen Millimeter falsch schleift oder feilt, dann ist das Ding am Arsch und man kann sich direkt ein neues kaufen. Also da habe ich leider genug Geld lassen. Aber wie das hier umgebaut wird, da wird es auch noch ein Video geben. Und ja, das werde ich euch zeigen, wie man das Ganze macht. Und ja, dann könnt ihr es selber machen oder machen lassen.
Ja, was sage ich hier dazu? Wie gesagt, dieses Zeug habe ich dran gebaut, dann habe ich halt die Erhöhung, damit es stabiler ist. Wie gesagt, die Picatinny hier hat eine Neigung drin für den Scope. Hier habe ich mir natürlich wieder einen Farbdefense Stock gekauft. Das ist der Core CP. Das ist ein bisschen anderer als der von der Dings. Hat aber auch eine Wangenauflage verstellbar. Jo, so ist dieses Teil entstanden. Dann kommen wir zu diesem guten Stück hier. Das ist die M10 von Steamboat, die dann auch zu mir kam. Ja, bekanntlich gab es ja ein paar Probleme mit Magazin hier und da. Dafür haben wir auch eine Lösung gefunden, die auch passt und alle zufrieden damit sind, und war einfach eine sehr gute Lösung. Ganz einfach, wir hatten ein Problem entdeckt und das haben wir einfach gelöst, fertig. Ohne großes Tamtam und Pipapo, Rumgemache und sonst was. Dafür ist mir die Energie zu schade. Lieber lege ich meine Energie in solche Sachen rein, wo man auch was lösen kann, weil vom Meckern wird es auch nicht besser. In dem Fall ist sie richtig gut geworden. Im Endeffekt ist sie noch echt original. Wie gesagt, das Einzige, was hier geändert wurde, ist hier den Ring. Da habe ich meinen süßen Talisman dran gemacht. Ein kleiner Glücksbringer und hier natürlich mein Speed-Trigger und das Sight. Aber das sind alles Dinge, die ich sowieso gemacht hätte. An sich mega cooles Teil. Das werde ich auch noch auf was anderes testen. Kommt auch noch ein Video. Ja, an sich super cooles Ding. Die Ballista Bad Reverse. Da habe ich mir das komplette Set besorgt. Davon gibt es auch ein Video, sprich Unboxing und was sie alles kann. Sprich, da gibt es auch ohne Stock hinten, mit faltbaren Griff, Schulterstütze und. Also sehr, sehr vielseitig. Dort gab es auch noch ein Fishing Bundle, wo man dazu kaufen konnte. Und ja, selbst das hier habe ich optimiert. Und zwar habe ich hier mein B-Board hingemacht und hier habe ich ein Absehen oder ein Visier Scope von Killer Instinct montiert. Das ist das Lumix Speedring 1,5 bis 5 x 32 mit beleuchtetem Absehen. Dieses Teil habe ich für mich so umgebaut, dass ich es rein nur zum Jagen nehme. Ja, ich habe mir da die Pfeile gemacht. Die wird auch am wenigsten geschossen. Die wird ausschließlich zum Jagen benutzt. Und deswegen will ich sie auch nicht so oft schießen, damit sie auch immer präzise bleibt. Hier habe ich den Griff, den kann ich umbauen. Das ist natürlich ein anderes System. Was ich dazu sagen will und möchte, in Deutschland oder EU ist die Ballista Bad Reverse nicht verfügbar, aber es gibt baugleiche Armbrüste von denen, zum Beispiel die Supersonic Reverse, glaube ich. Die ist baugleich mit der, also es gibt eigentlich fast keine Unterschiede. Das ist dasselbe wie mit der Alligator 2, ja. Es sind selbe Systeme, es ist nur ein anderer Sticker eventuell drauf. Die eine oder andere Sachen sind vielleicht ein bisschen anders, aber an sich sind es doch baugleiche Teile. Und ja, hier in der USA ist es halt die Ballista. Ich feiere das auch, das Teil, definitiv. Es macht richtig Fun, mit dem Ding zu schießen. Und ja, das ist meine Jagdarmbrust. Zu guter Letzt kam dann noch das Hunting Bundle von Steamboat. Sprich, das ist die Stinger Survival. Die kam mit einer Tasche. Video gibt es bei uns auf dem Kanal.
Und dieses Messer war auch noch dabei. Schönes K2 Messer. Schöne schwarze Griffschalen. Mir gefällt schwarz sehr gut. Ja, dann kam das, aber selbst das kam nicht in diesem Setup. Wie gesagt, da habe ich auch noch ein anderes Video dazu. Meine Allround Armbrust, das ist sie. Jo, das ist sie, jeder kennt sie. Das ist die zweite Version. Die erste weiß ich nicht, was da für Änderungen gab oder sonst was. Ich glaube, hier der Stock war die Änderung, weil der hier ist Quick Release Stock, der einfach reingemacht wird. Dafür gibt es keine Spannhaken, sprich man macht das hier mit dem Bügel, der mittlerweile verstärkt wurde. Und, oder man zieht so, also es gibt ein paar Videos und. Ja, ich hätte mir nur gewünscht, dass hier auch der Stock, also die Schulterstütze Stock dran wäre von der M10. Das wäre für mich persönlich cool gewesen. Und ich habe das Ganze einfach umgebaut, so dass es in der Tasche passt, dass ich es überall benutzen kann. Wenn ich Bock auf Jagen oder Ziele schießen will, habe ich mein Setup. Oder hier habe ich von Ballista dieses Angelsystem dran gebaut. Dazu habe ich auch die benötigten Pfeile dazu. Und ja, kann ich auch angeln gehen. In meinem Land, wie gesagt, oder Bundesstaat ist es erlaubt. Kann ich also tun, wenn ich möchte. Und somit ist das meine Allround Armbrust, die ich immer im Auto habe und überall mitführe. Und wenn ich Bock habe, auf ein bisschen rumzuschießen, auf Ziele oder sonst was, habe ich sie dabei. Ja, wie gesagt, diese Spule und System ist von Ballista. Und jo, das ist meine Sammlung. Genau. Welche von diesen Pistolenarmbrüste ist jetzt meine Lieblingspistolenarmbrust? Ich sage es euch ganz einfach, es sind alle meine Lieblingsarmbrüste. Warum? Weil ich alle auf mich persönlich abgestimmt habe und jede einzelne das Beste in ihrem Einsatzzweck ist. Ganz einfach. Black Mamba ist ein kompletter Mischling, ja. Grundkörper Alligator, Hinterteil Steambow, Farbdefense Schaft, Steambow Scope, keine Ahnung was für die anderen Bauteile, keine Ahnung. Nichts mehr original dran. Ballista, Killer Instinct, Scope. Perfekt für mich, für die Jagd. Die einzigste, welche out of the box ist diese hier. Das ist die Alligator 2 in Europa. Hier ist es die M-Tech USA. Es ist dieselbe Armbrust, nur anderer Sticker drauf. Das ist immer meine, ich nenne es Kreativ-Armbrust. Ja? Bei der werde ich immer kreativ und so entstand auch damals die Black Mamba. Immer mein Bastelobjekt. Immer ein Projekt für mich zum Basteln, zum Verändern und zu tunen. Dann haben wir hier diese schöne Survival, hat von Ballista die Angelspule drauf, also auch nicht mehr theoretisch ganz original. Ja, ist mein Allrounder, ja, mit der dies, das, Ananas mache ich mit der. Ganz einfach. Die habe ich überall dabei. Wenn ich Bock habe zu schießen, schieße ich ein bisschen. Ja, wenn ich Bock habe zu jagen, jage ich, wenn es die Saison erlaubt. Und wenn es erlaubt ist, wo ich gerade bin. Bei mir im Bundesstaat ist es erlaubt, deswegen alles easy. Ja, oder ich schieße auf Ziele oder ich gehe angeln. Ja, also tipptopp. Dann habe ich hier mein altes Schätzchen. Ja, jeder kennt's. Sein allererstes Teil, das ist wahrscheinlich das Teil, wo auch immer in der Vitrine stehen wird, ganz oben. Und ja, viele Geschichten, viele Erinnerungen, sehr geil, ja. Hat aber auch einen Farbdefense Stock, gut, Holosan
das ist anderes Zubehör einfach. Die M10 ist weitestgehend auch original noch, ja. Von dem her alles cool. Falls ihr Sägegeräusche hört, entschuldigt mich. Der Nachbar sägt ein bisschen, jetzt hat er aufgehört, sehr gut. Die M10 ist die einzigste, wo so weitestgehend original ist, außer ja, den Speedtrigger von mir dran und das andere Side von uns. Ja, das will ich damit sagen. Ja, es sind alles meine Lieblingsarmbrüste. Warum? Weil ich alle einzelne auf mich persönlich abgestimmt habe. Jede für einen anderen Einsatzzweck. Vielleicht kann ich die ein oder andere oder 2 oder 3 zusammen für einen Einsatzzweck nutzen, aber zum Beispiel mit der Magazinarmbrust kann ich nicht jagen gehen oder auf Hardcore Range gehen, ja. Werde ich aber trotzdem mal testen, nur Interesse halber für mich. Ja, das will ich damit sagen. Was ich noch sagen möchte ist, ihr könnt mir einen riesen Gefallen tun. Ihr könnt echt, ich würde mich so freuen, genauso wie Jan, der würde sich genauso freuen, wenn ihr jetzt euren Zeigefinger nehmt, auf die Maus geht oder den Daumen auf dem Handy und auf Abonnieren klickt und die Glocke einschaltet. Falls euch das Ganze gefallen hat, falls euch unser Content auf unserem Kanal gefällt, klickt bitte drauf. Ihr motiviert uns dadurch sehr und unterstützt uns dabei sehr und sehr geil. Wir freuen uns auf jeden einzelnen von euch. Und ja, in der Beschreibung gibt es ein paar Rabatte und jo, wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.